Freunde, ich möchte euch gerne eine alternative Glasversiegelung zeigen, und zwar von Sam's Detailing. Und zwar hat der Sam jetzt hier wirklich einen sehr, sehr kreativen Namen dafür ausgedacht. Glassealant, also Glasversiegelung. Ihr kennt das ja von dem Namen her. Und das ist eine 100 Milliliter Flasche, die in der Packung drin ist. Ne? Und wundert euch nicht, dass ich jetzt hier Handschuhe anhabe. Ich habe ein Video davor schon gedreht mit Handschuhen. Ich möchte gerne nicht wegschmeißen und neue holen, unnötig. Deswegen habe ich die einfach mal angelassen. So, wenn ihr die Packung auspackt, dann habt ihr hier so eine 100 Milliliter Flasche in einem schwarzen Design, wie man es von Sam kennt. Und hier oben ist einfach so ein Sprühknopf, ne? Also ganz, ganz easy, wie man es von Sam kennt. Und die Packung nicht wegschmeißen, weil von der anderen Seite, ja, da habt ihr noch, das müsst ihr einmal kurz rausziehen. So, da habt ihr noch so einen Mini-Sam's Detailing Applikator für die Glasversiegelung. Ihr könnt das Ganze also, das ist wie so ein Set halt, ne? Ihr habt hier ein Spray und hier so einen kleinen Applikator und könnt das Glas dann halt damit versiegeln. Wie funktioniert das Ganze? Wirklich, wirklich sehr, sehr leicht. Die Glasscheibe muss natürlich sauber sein. Optimalfall poliert ihr einmal drüber, ne? Oder reinigt das Ganze mit einer Politur, mit einer Glaspolitur. Und die Scheibe ist dann natürlich nicht versiegelt, ne? Und das Ganze, ja, auf der Scheibe bildet sich halt so eine Wasserlache, ne? Die so ganz langsam jetzt runterfließt. Ne? So, und das Ganze natürlich im Regen auch dasselbe. Ne? Dann habt ihr hier so eine Wasserlache, die nicht weg will. So, dann kleben wir die Hälfte einmal kurz ab. Die Anwendung ist wirklich sehr, sehr einfach. Flasche, entweder diesen mitgelieferten Applikator nehmen, ne? Oder wenn ihr dann verloren habt oder könnt ihr nicht mehr finden oder so, oder wenn ihr das mit einem Mikrofasertuch machen könnt, könnt ihr das Ganze natürlich auch mit einem Mikrofasertuch machen. Ne? Und dann sprühen wir das Ganze einfach auf die Scheibe und verteilen das Ganze. So, dass das alles abgedeckt ist. So. Dann lassen wir das Ganze 5 bis 10 Minuten einwirken und danach nehmen wir ein Mikrofasertuch und entfernen das Ganze. Fertig. So, 10 Minuten sind vorbei, wir können das Ganze abwischen und das geht wirklich super leicht, also schmiert nichts und so weiter. Ihr könnt das Ganze hier mit so einem Mikrofasertuch nicht zu sehr drücken, ne? Also nicht das ganze Produkt entfernen, sondern einfach nur die Überschüsse entfernen. Und das Ganze ist jetzt einmal sauber und dann mache ich mal den Tape hier weg. Ja, wenn ich das hinkriege. So. Tape machen wir mal weg, wischen das Ganze einmal sauber und jetzt gucken wir uns einmal das Beading an. Bumm, und dann habt ihr hier eine Versiegelung, was wirklich, wirklich super funktioniert und extrem leicht anzuwenden ist. Guckt euch das mal an. Ah, hier seht ihr nochmal die Grenze, ne? Einmal komplett nass, eine Wasserlache und hier bildet sich nicht mal eine Wasserlache, sondern läuft alles sofort nach unten, es zieht keine Fäden und so weiter, ne? Also wirklich absolut sauber. So habt ihr die Scheibe auch sauber, die reinigt sich von selbst, ne? Also die ganzen Schmutzpartikel und so weiter werden abtransportiert mit den Wassertropfen. Hier ist eine Wasserlache. Ne? Es ist nicht trocken, sondern es ist eine Wasserlache. Glasversiegelung wirklich sehr, sehr wichtig, damit die Kratzer vermieden werden, damit das Ganze abläuft, keine Sachen sich festsetzen und mit einem Scheibenwischer oder so drüber gescheuert werden. Das ist eine ganz wichtige Sache. Ich habe noch mal ein Video gemacht zu den Polierpads für Glas extra und da könnt ihr euch mal die fetten Kratzer angucken, was der Wagen hat, ne? Wie man das Ganze vielleicht beheben kann. Ne? Und ja, für alle, die wirklich eine super schnelle Glasversiegelung haben wollen, schnelle Anwendungen sind sehr, sehr einfache Anwendungen. Da kann ich euch Sam's Detailing empfehlen, ne? Glassealant. Unten alles verlinkt. Schreibt mal, was ihr so nutzt. Und die Haltbarkeit, also die Standzeit, ne? Genau, die Standzeit ungefähr bei der Sache natürlich je nach Beanspruchung 3 bis 4 Monate. Ne? Also es ist wirklich sehr, sehr einfach anzuwenden. 3 bis 4 Monate und keine Probleme beim Auftrag oder sowas. Ne? Und an dieser Stelle danke fürs Zuschauen. Kommentare bitte unten, beantworte ich euch alles. Vielen Dank, bis zum nächsten Video.